ChatGPT 5 wird es genannt oder GPT 5. Super viele Emotionen, super viele Kommentare, alles mögliche, was reinfliegt. Was wir heute machen ist, wir räumen auf, gehen einmal durch das ganze Neues durch und zeigen euch, wie ihr die alten Modelle zurückbekommt. By the way, klären wir auch die Frage, solltet ihr euer ChatGPT-Abo kündigen oder nicht? Was ist passiert? Also, OpenAI hat GPT-5 vorgestellt und bei der Gelegenheit das gemacht, was den Gründer oder einen der Gründer von OpenAI, den Chef Sam Altman, am meisten umgetrieben hat, nämlich den Model Switcher abgeschafft. Oben könnt ihr in der ChatGPT-App wechseln, konntet ihr wechseln zwischen den verschiedenen Modellen. Das hat OpenAI jetzt vereinheitlicht. Man kann nur noch sagen GPT-5 oder das Denkmodell oder als Pro-User noch ein Pro-Modell. That's it. Der ganze Rest ist verschwunden. Da waren vorher, glaube ich, so 9 Modelle oder sowas. Was dazu passiert ist, dass dieses neue Modell die Gemüter erregt. Das heißt, es gibt unfassbar viel Diskussion und Emotionen. Die einen sagen, genial, bestes Modell, gimme more. Ja? Die anderen sagen, es ist furchtbar, schrecklich, kann nichts und so weiter. Und ihr merkt schon, ich sage weder, das ist top, noch das ist schlecht, aber man muss einmal verstehen, warum sollte man mal ein bisschen durch diese Headlines durchgucken, um selber für sich das Ganze einzuordnen. So, und für die jetzt sagen, ihr ärgert euch furchtbar darüber, dass das so ist, wenn ihr ein Business-User seid, Teams-Account, Enterprise-Account oder den Education-Account von ChatGPT, dann habt ihr das in eure Workflows eingebaut, für eure Teams und so weiter. Ihr habt dann etwas, ihr könnt im Admin-Bereich immer noch aktivieren, dass eure User auf die Legacy-Modelle zurückgreifen können. Oder ihr habt einen Pro-Account, auch dann könnt ihr das umswitchen. Geht einfach rein, sagt Legacy-Modelle und dann habt ihr auf einmal auf magische Art und Weise diesen Model-Switcher wieder. Wenn euch das also so wichtig ist, dass euch das so sehr bewegt, da sind die Modelle. Und jetzt könnt ihr sehen, ob ihr für die Nostalgik so viel Geld zahlt oder nicht. Was meine ich mit iPhone Moment? Also, als das iPhone rauskam 2007, war einer der Hauptkritikpunkte, man traut sich es gar nicht mehr zu sagen, es hat keine Tastatur. That is the most expensive phone in the world and it doesn't appeal to business customers because it doesn't have a keyboard, which makes it not a very good email machine. We have our strategy. We've got great Windows mobile devices in the market today. Es war hochemotional. Und das iPhone ist bis heute hochemotional. Wenn ich jemand sage, gib mir dein iPhone für eine Woche ab und tausch gegen Android, dann sagen die iPhone-User auf keinen Fall und die Android-User sagen auf keinen Fall. Es ist emotional. Und das, was ich hier beobachte, ist genau das. In den Kommentaren hier auf YouTube von euch, auf Reddit, in den Headlines. Es geht nicht mehr um OpenAI. Es geht nicht mehr um ChatGPT als App. Es geht um meine KI, mein ChatGPT. Und das finde ich so krass. Ich habe es auch in der Firma erlebt, wenn wir Übergaben machen, wie emotional die ChatGPT-Themen sind im Vergleich zu anderen Anwendungen. Und das habe ich das letzte Mal in der Intensität eben mit dem iPhone so miterleben können. Vergesst das einfach nicht. Es geht eigentlich nur um eine App, die stochastisch Voraussagen macht für das, womit wir arbeiten. Und wir zerschießen uns hier gegenseitig. Das würde ich gerne einmal wirklich eingeordnet haben. Jetzt wird es interessant. Sam Altman hat einen zweiten Tweet rausgehauen, beziehungsweise erklärt, dass er gemerkt hat, dass es ein Fehler war, das Ganze so schnell zu machen. Und das bestätigt dieses Emotional Attachment. Er schreibt auch weiter, dass er sagt, es ist das erste Mal, anders als bei anderen Technologien, und das ist ja das, was ich auch gesagt habe, was wir beobachtet haben, was er auch hier sieht, dass Menschen ein emotionales Attachment zu dieser Technologie verspüren. Und zwei Dinge finde ich daran bemerkenswert. Erstens, was ich schon meinte, ist der iPhone-Moment. Zweitens aber auch eine Methodik, die wir durchaus auch schon in Projekten verwendet haben, wenn es um KI geht. Man rollt die KI aus, guckt, wie Leute das nutzen und rollt dann wieder zurück. Bewusst, also kündigt das auch an. Und trotz dieser Ankündigung, dass man es auch wieder wegnimmt, sieht man, wie stark die emotionale Reaktion ist, um auch zu sehen, wie intensiv nutzen Menschen eine Technologie. Ich unterstelle ihm jetzt nicht, dass er das extra so gemacht hat, sondern er hat auch gesagt, es ist ein Mistake, es ist ein Fehler. Aber es gibt einen krassen Indikator dafür, womit die es hier zu tun haben oder womit wir es hier zu tun haben, nämlich eine Technologie, die einen hohen, sehr, sehr, sehr hohen Stellenwert in unserem persönlichen Alltag in ein paar Jahren haben wird. Wenn ihr euch fragt, was das in Zahlen heißt, 800 Millionen Weekly User, aktive Weekly User von OpenAI, von der App. Das sind roundabout 1,1, 1,2 Milliarden hochgerechnet pro Monat. Von diesen benutzen 1% bezahlte Accounts. So um die 10 Millionen Plus- und Pro-Accounts und dann nochmal 1 Million Businesses. Das heißt, die hunderten Millionen anderen Menschen werden nicht mal merken, dass es einen Unterschied gibt. Das ist das, was man einfach nicht vergessen darf. Es ist eine riesige Endanwender-App, die Daten sammelt und daraus ein nächstes Modell bauen wird. Das ist die große Wette, die OpenAI eingeht. Ob sie das schaffen, keine Ahnung, aber deswegen nenne ich das den iPhone-Moment. Nicht, weil ich OpenAI so unfassbar geil finde, sondern weil ich diese Emotionalität bemerkenswert finde, die wir da reinpacken.
Anwendungsfälle. Also Leute, wir müssen unterscheiden zwischen, benutze ich das im Business-Alltag über die App, also über den Chatzugang. Das heißt, ich sitze vor ChatGPT vor der App oder vor Gemini vor der App oder vor Claude vor der App oder vielleicht auch vor Grok vor der App. Also auf jeden Fall die ersten 3 benutze ich jeden Tag im Wechsel. ChatGPT, Gemini und Claude. Oder benutzen wir das Ganze zum Coden, das heißt über API-Zugriff, das heißt die Modelle direkt. Die 2 würde ich gerne einmal unterscheiden. Bei unserem Pro-Kurs hatten wir die Diskussion genau darüber und ich habe die Diskussion in die 2 Lager geteilt, weil ich gesagt habe, wir können halt nicht die App mit den Coding-Fällen vergleichen. Das geht einfach nicht, weil, ja, also ist einfach was anderes, einen Mac zu verwenden als ein PC. Es überschneidet sich an ganz vielen Stellen und dann gibt es wiederum aber Dinge, die kann das eine besser und das andere. So, das ist total wichtig zu unterscheiden. Und GPT-5 unterscheidet jetzt eigenständig zwischen, brauche ich überhaupt denken oder nicht? Das finde ich schon echt bemerkenswert. Das habe ich früher händisch gemacht. Vor 2 Wochen händisch gemacht. Und mache das in den anderen Apps auch noch so. Oder ich zwinge das Modell mit dem Prompt in diese Richtung oder wechsle es. Wenn ihr entwickelt, was wir auch teilweise bei Blackboard machen, naja, dann unterscheidet ihr sowieso, was für eine Art von spezialisiertem Modell brauche ich. Und ich glaube, wir machen alle noch den Fehler, dass wir unterschätzen, wie viel Verbesserungen durch neue Modelle reinkommen, aber uns nicht mehr die Zeit nehmen, das im Detail zu prüfen. Für beide Fälle brauche ich mehr als eine Woche Zeit. Wir reden jetzt von irgendwie einer Woche, die dazwischen vergangen ist. Definitiv. Als O1 Pro rauskam, habe ich einen Monat lang super intensiv getestet und konnte danach sagen, am Anfang fühlte sich das komisch an und dann habe ich gemerkt, that's my model. Ganz klar. Deswegen, ich bin hier kein Fanboy, der sagt, das ist das Beste überhaupt, sondern ich teste es in aller Intensität. Ich tue es aber mit einer sehr positiven Haltung, dass ich immer denke, und das ist immer mein Motto, da haben sich viele Menschen Gedanken drüber gemacht. Und wenn die mal einen Fehler machen, ja, bin ich als versierter User dabei und erlebe das mit, wie diese Technologie sich entwickelt. Und ich setze mich nicht hin und sage, gib mir den Knopf. Die Themen, die ich jetzt hier so anspreche, das ist für mich auch das, was ein Pro-User ausmacht, wenn es um KI geht. Und da haben wir was bei Blackboard, den 12-Week AI Excellence Kurs. Das heißt, diejenigen von euch, die sagen, boah, ich fühle das hier richtig, ich will auch verstehen, wie diese verschiedenen Modelle funktionieren, was gut ist, was schlecht ist, ich will es besser für mich verstehen und möchte zum Pro werden, dann meldet euch an. Ihr könnt euch bewerben unter shop.blackboard.com. Scrollt runter, da seht ihr ein Bild von mir mit dem Stift, da könnt ihr draufklicken auf Bewerbung. Dann sprechen wir dazu, ob das etwas für euch ist, in 12 Wochen zum absoluten Pro und zu verstehen, was hier gerade passiert, anstatt zu sagen, das ist cool, das ist schlecht. Pro-User geht dann ein bisschen differenzierter ran. So, und wenn ihr euch jetzt fragt, gut, Christoph, jetzt nehme ich mir die Zeit, wie teste ich ein Modell? Für mich gibt es 3 Sachen, die ihr tun müsst. Das erste, und das ist mit Abstand das Allerwichtigste, habt ihr dem Modell gut genug erklärt, wer ihr seid, oder versteht das Modell das gut genug? Ich habe es mit GPT-5 tatsächlich das erste Mal wieder gemacht, dass ich meine Personalized Instructions, den Kontext, wieder angepackt habe. Wer bin ich? Was mache ich? Was treibt mich um? Wie will ich, dass geschrieben wird? Wie könnt ihr das tun? Ganz konkret, ihr fragt ChatGPT, hey, wie schreibe ich? Was beobachtest du? Was nimmst du wahr? Und so weiter zwischen den Chats. Das kann man aktivieren in den Einstellungen, dass es funktioniert und dann nutzt ihr das, um euren Kontext anzuregen. Und der Kontext wird immer wichtiger. Das ist der emotionale Grund für, das ist meine KI. Dann versteht sie, das ist euers. Das müsst ihr auf jeden Fall tun. Das lohnt sich zu tun. Das ist keine verlorene Arbeit. Das braucht ihr für Claude genauso, wie ihr das auch für Gemini verwenden könnt. Dann müsst ihr das aber händisch pro Prompt mit reingeben. Das zweite ist, es sind immer noch viele Knöpfe in ChatGPT. Es ist nicht so, dass euch das Tool die eine Antwort gibt. Das heißt, jetzt wurden zwar oben der Model Switcher abgeschafft, aber unten sind ganz viele Knöpfe für Deep Research, Agent Mode, Konnektoren. Und jetzt kommt Sam Altman hat es von da nach da verschoben. Egal, nehmt es mit dieser positiven Haltung und findet raus, was diese Knöpfe machen. Wenn ihr das nicht tut, sitzt ihr davor und sagt, das funktioniert alles nicht. Ihr müsst das tun. Das ist immer noch auch aus dem GenAI-Dreieck Modell, Prompt und Kontext zusammen ergeben die App. Das ist ein Zusammenspiel und wir werden nicht dahin kommen, die beste KI-App zu finden, wenn wir das als User, nicht als Pros benutzen. Und man braucht dafür ein paar Tage Zeit. Nicht mal ich bin in einer Woche durch alle diese Testfälle durchgegangen, weil ich manchmal gar nicht genug Ideen dafür habe. Das Dritte, was ihr machen könnt, um sehr klar zu prüfen, ist das was oder ist es nicht, und das ist relativ einfach. Nehmen wir mal an, ihr habt wie ich mehrere Chat-Apps laufen. Oder ihr seid so genervt von ChatGPT, dass ihr sagt, boah, ich will was anderes haben. Dann schaltet ihr es ab für eine Woche, fangt mal an mit einer Woche und benutzt mal konsequent eine Woche lang Gemini von Google zum Beispiel. Herausragende KI. Ich warte nur auf Gemini 3. Oder ihr benutzt Claude. Und wir haben Leute in der Firma, die machen das sehr regelmäßig, weil das für uns auch Teil des Jobs ist, die dann nach einer Woche sagen, boah, ich habe jetzt gemerkt, Claude antwortet irgendwie besser und es gefällt mir besser. Und auch hier wieder, ich habe das Gefühl, das ist besser. Genau darum geht's. Ihr könnt beide Varianten wählen. Ihr sagt entweder, ich benutze gar nicht ChatGPT und ihr bemerkt,
Claude kommt an ein Limit oder ihr benutzt dann Gemini und wolltet jetzt eigentlich gerne zu ChatGPT switchen oder ihr benutzt ChatGPT konsequent, so mache ich das gerade diese Woche, um GPT-5 einfach im Detail zu testen und bringe es wirklich ans Limit und merke jetzt einfach, da wird mir das jetzt zu viel mit dem Kontext und da redet er nicht gut genug, wie passe ich das an oder tendiere ich jetzt zu einem anderen Modell, um das anzupassen. Das ist eigentlich das, wie man es wirklich auf Herz und Nieren testen kann und das halte ich auch in so einer Phase wie jetzt, wo noch überhaupt nicht klar ist, was wird der KI-Standard, für absolut wichtig. Frage, soll ich meinen Account kündigen? Also am Ende, wie soll ich sagen, das müsst ihr schon selber entscheiden. Ich habe es nicht gemacht und ich würde es jetzt gerade auch nicht machen. Ich finde, die Kritik ist in Teilen berechtigt, denn OpenAI geht sehr brachial vor, was das betrifft. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, haben die eine Geschwindigkeit und sind sich nicht zu schade, diese Fehler zu machen. Und jetzt muss man nur überlegen, ist das in dem Bereich schlau oder nicht schlau? Sie kommen auf jeden Fall ziemlich schnell voran und treiben damit den ganzen Markt vor sich her. Und dadurch sind auch viele Innovationen gekommen, die wir heute alle im Alltag benutzen. Ich finde, viele der Kritikpunkte haben ihre Daseinsberechtigung. Ich würde mir wünschen, dass wir aber deutlich mehr aus unserer Perspektive sprechen. Also das, was ich vorhin meinte, allein zu unterscheiden zwischen ich code damit oder habe eine Profi-Anwendung oder habe eine KI-Anwendung oder whatever versus ich benutze es über die Chat-App für mein ganzes Unternehmen. Das sind zwei völlig andere Anwendungsfälle. Und es kann natürlich sein, dass OpenAI halt auch mal sich völlig verstolpert. Die stehen maximal unter Druck. Druck kann gut sein, Druck kann aber auch zu schlechten Sachen führen. Ich habe da keine abschließende Meinung zu und ich sage nicht, ihr müsst jetzt das eine machen oder nicht. Aber die Zahlen dahinter, die schaue ich mir schon an und das fand ich schon krass bei den 800 Millionen wöchentlich aktiven UserInnen, die da unterwegs sind und den nur 10 Millionen bezahlten Accounts und 1 Million Business-Accounts, ist es völlig klar, dass der Großteil der Leute die App benutzt und je nützlicher diese App im Alltag ist, OpenAI darüber auch mehr Trainingsdaten bekommt und über mehr Trainingsdaten, so die Theorie, bessere Modelle. Da spaltet sich die KI-Welt, ob das so klappt oder nicht klappt. Aber ich habe nicht die Kohle und die Kapazität, in diese Wette einzugehen. Aber ich sehe, warum auf jeden Fall dieser Weg funktionieren könnte. Und das ist das, wo wir momentan stehen. Daher sage ich, ich behalte momentan auf jeden Fall für die 4 Wochen, die ich mir zum Testen gebe, meinen Account noch bei. Ihr könnt selber entscheiden, wie ihr es machen wollt. Ich werde auch den in der Firma momentan nicht kündigen. Aber wir haben eine sehr rege und aktive Diskussion im Unternehmen, für welche Fälle wir was benutzen, was sich eignet, was sich nicht eignet. Und ganz ehrlich, Leute, das hält auch ziemlich frisch. Man guckt ehrlich gesagt mit einem ganz anderen Blick drauf, als einfach nur zu sagen, gib mir den Knopf und fertig ist das Problem. Weil da sind wir noch nicht. Okay, also wenn ihr jetzt sagt, das finde ich aber trotzdem alles immer noch total scheiße oder ich finde es alles total geil, dann, dafür sind die Kommentare da, haut gerne raus, ihr dürft auch gerne emotional werden weiterhin, ist für mich völlig okay. Wichtig ist aber nur, wir bleiben bei der Sache, es geht um GPT-5. Ich möchte von euch konkret wissen, was funktioniert denn und was funktioniert nicht. Ich will nicht irgendwas Schwammiges von euch haben. Es muss wirklich ein konkreter Fall sein, den ihr selber benutzt habt, wo ihr sagt, der geht jetzt gar nicht mehr. Und cool wäre, wenn ihr eine Lösung gibt, wenn ihr sagt, mit Gemini funktioniert es, aber mit dem Cloud funktioniert es. Das wäre cool. Ansonsten teilt das Video, ich freue mich auf weitere Kommentare, denn KI macht zusammen mehr Spaß als alleine. Wir sehen uns nächste Woche und dann machen wir wirklich mal das Video zum Agent Mode, denn das steht noch völlig aus. Das ist ein super spannendes Thema. Da ist nämlich die Frage, was gibt es da für Anwendungsfälle, die man echt wirklich benutzen kann.